Bevor Vater gestorben ist, musste ich ihm versprechen, dass ich sein Erbe antrete. Ich finde, du solltest im Amt bleiben. Meine Stimme geht an Hagen. Meine auch. Ich gehe davon aus, dass du für dich stimmst. Als Vorsitzender habe ich 2 Stimmen, bleibt Tristan. Ich wähle Hagen. Was hast du vor? Kämpfen. Für das, was mir zusteht. Zwei Jahre wegen Trunkenheit und Fahrerflucht. Wenn nicht, dass irgendjemand davon weiß. Mit besten Grüßen, Caro Schulz. Mal sehen, ob Tore dich immer noch so toll findet, wenn er sieht, was du über ihn verbreitest. Moment. Wieso denn alle? Ich würde das doch nur an Tanja schicken. Ja, ich habe vorhin schon mal versucht, dich zu erreichen. Ich war in der Physiotherapie. Ja, ich weiß. Hat man mir gesagt. Warte mal ganz kurz. Dankeschön. So, da bin ich wieder. Wie geht's dir? Gut. Ich habe vorhin Giselle getroffen. Ja, sie war auch hier. Ich hatte noch keine Gelegenheit, ihr von uns zu erzählen. Sie sagte, ihr plant zu verreisen. Sie hat mal drüber nachgedacht und sie hat sich jetzt voll drauf fixiert. Also planst du jetzt nicht mehr mit ihr zu verreisen? Nein, natürlich nicht. Die hat mich heute Morgen überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Die hat einfach weitergequasselt wie so ein Wirbelwind. Und dann ist sie einfach abgehauen, musste noch zu irgendeinem Shooting oder so. Aber hier ist heute gar kein Shooting angesetzt. Glaubst du, sie ahnt was? Nein, glaube ich nicht. Je länger wir ihr das mit uns verheimlichen, umso mehr wird es sie verletzen. Ja, ich weiß. Vielleicht sollte doch ich mit ihr reden. Ich denke, es ist besser, wenn ich es ihr sage. Wenn sie auf jemanden wütend sein soll, dann auf mich, nicht auf dich. Caro? Ja? Wir telefonieren. Ich sehe nicht, was du machst. Entschuldige. Jetzt lächle ich. Und jetzt schiebst du deine Brille hoch. Woher? Ich kenne dich, Caro. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich liebe dich. Bis später. Okay. So. Yay! Herzlichen Glückwunsch! Du musst den Kuchen anschneiden. Und wie fühlt man sich jetzt, ein Jahr älter? So was fragt man eine Dame nicht. Er hat doch keine Dame. Das Bier ja auch aus Flaschen. Kriegst du nicht alleine auf. Sag mal, Hier, dein Geschenk. Hier. Oh, so viele Geschenke, ihr seid ja für sehr aufmerksam. komm, aber den Rest kannst du später auspacken. Jetzt gibt's erst mal Kuchen, der ist nämlich selbst gebacken. Ich mach das. Ich bin mir sicher, der schmeckt trotzdem lecker. Ey! Und, welchen Typen hast du eingeladen? Hagen oder den Doc? Sascha, ey. Was denn? Als ob es euch nicht interessieren würde. Und, wer macht das Rennen? Sascha, das ist ein Problem, das löst sich nicht so schnell. Und erst recht nicht, wenn sie mit dir jetzt darüber redet. Und erst recht wird's nicht heute gelöst. Was hast du denn eben gedacht, als du die Kerzen ausgepustet hast? Stör ich? Quatsch, komm rein. Tut mir leid, immer wenn ich aufgeregt bin, dann muss ich was essen. Was regt dich denn auf? Diese Abstimmung, dein Streit mit Sebastian. Becky, ist es okay, dass du für ihn gestimmt hast? Weißt du, Sebastian hat mich die ganze Zeit bei LCL unterstützt. Er macht wirklich einen guten Job. Ich wollte dir das noch mal sagen. Ja, ich weiß. Deswegen möchte ich auch, dass er mein Stellvertreter wird. Leider hält er nicht viel davon. Das kann ich auch irgendwie verstehen. Und wie geht's jetzt bei dir weiter? Ich arbeite mich gerade in die Geschäfte ein. Ich dachte eigentlich eher an Dana. Er geht mir aus dem Weg. Ich versuche, das zu akzeptieren. Ich will sie nicht bedrängen.
Also wenn ich dir einen Rat geben darf, zieh dich nicht zu sehr zurück. Man darf eine Beziehung nicht einfach so laufen lassen. Sonst verliert man einen Anschluss und auf einmal ist der andere in eine ganz andere Richtung verschwunden. Du musst Dana zeigen, dass du sie immer noch liebst, dass du auf sie wartest. Aber dass sie den Zeitpunkt bestimmen darf, wann sie zu dir zurückkommt. Nicht zu vorsichtig sein. Auf keinen Fall. Ricardo wird bestimmt alle Register ziehen. Und das musst du auch. Tore Hellström, in Wirklichkeit Tore Andresen, heißt und wegen Fahrerflucht und Trunkenheit am Steuer zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Caro Schulz. Oh, danke für die vielen Geschenke. Ihr seid echt super. Wir haben dich ja auch lieb. Ich habe schon 2 Tonnen Chips für die Party später geordert. Die Getränke gehen wie immer auf mich, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Klasse, ich guck, dass ich rechtzeitig da bin. Wieso? Willst du noch zum Gestüt? Da liegt noch jede Menge Arbeit rum. Aber ist Hagen denn nicht auch da? Davon gehe ich aus. Was sagt Ricardo eigentlich zu eurer Pause? Er will, dass ich mich entscheide. Da ist ja auch kein Wunder, ihm ist sowas ja schon mal passiert. Wie, der wurde schon mal verlassen? Ja, auf Mallorca von Julian. Krass. Ich dachte, dem Doc scheint die Sonne aus dem... Oh, Was heißt denn hier überhaupt verlassen? Ricardo und ich sind verlobt. Wir wollen heiraten. Ja, aber das war ja bevor Hagen zurückgekommen ist. Und vor eurer Beziehungspause. Nur Pause. Ich bin ein bisschen auf Abstand gegangen. Das zwischen Ricardo und mir, das ist gut. Das ist sehr gut. Bin jetzt gerade vielleicht ein bisschen durcheinander. Aber echt, wir haben so viel für unsere Beziehung gekämpft. Warum sollte ich das jetzt einfach so aufgeben? weil man für eine Beziehung kämpft, heißt noch lange nicht, dass sie richtig ist. Da kann ich aber ein Lied von singen. Weißt du, man denkt dann, das muss es sein, weil man so viel Energie reingesteckt hat und so gekämpft hat, aber Und guck mal, wenn ihr wirklich zusammengehört, dann ist Liebe eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, wo mein Vater ist. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Sie ihn vor der Polizei verstecken, wenn ich Sie daran erinnern darf. Was soll das Ganze jetzt? Also mein Vater ist hier das Opfer. Sie haben doch seinen Wagen und sein Handy gefunden. Also wer weiß, was ihm alles passiert ist. Vermutlich nicht, sonst hätte er es wohl kaum bis nach Kanada geschafft. Kim, Ihr Vater wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Und das ist lächerlich. Sie wissen, dass ihm vorgeworfen wird, dass er dieser Frau Hansen ein so starkes Schlafmittel verabreicht hat, dass sie eine Frühgeburt erlitten hat. Finden Sie das in irgendeiner Form lächerlich? Ich meine, er hat nicht nur das Leben dieser Frau aufs Spiel gesetzt, sondern auch das des Kindes. Sie haben doch beide überlebt, oder nicht? Deswegen wird er sich trotzdem zu den Vorwürfen äußern müssen. Was ist mit Sebastian? Also, er hat das Leben meines Vaters auch in Gefahr gebracht und er läuft noch frei rum. Nach allem, was wir wissen, kam es zwischen den beiden zu einem Streit, aufgrund dessen Ihr Vater einen Abhang hinuntergestürzt ist. Bitte? Sebastian hat ihn geschubst. Ja, solange sich Ihr Vater zu den Vorwürfen nicht äußert, gehen wir davon aus, dass es sich um einen Unfall handelt, den er vermutlich sogar ganz unbeschadet überstanden hat. Und woher wollen Sie das wissen? Nur weil er angeblich kurze Zeit später auf einem kanadischen Flughafen aufgetaucht ist. Ist er denn nicht in Kanada? Netter Versuch. Hören Sie, Kim, tun Sie mir einen Gefallen. Wenn Ihr Vater sich mit Ihnen in Verbindung setzt, versuchen Sie ihn irgendwie zu überreden, dass er sich freiwillig stellt. Hey Kim, na? Hey, Emilio. Wie geht's deiner Mama? Du, schon viel besser. Sie kommandiert uns alle schon wieder rum wie früher. Sogar die Ärzte haben Angst vor ihr. Dann kommt sie wie geplant morgen raus? Auf jeden Fall. Die macht uns alle verrückt hier. Gut, dann kommst du bald zurück, ja? Wenn alles gut geht, nächste Woche. Hoffentlich. Ich vermisse dich so. Ja, geht mir auch so. Aber jetzt erzähl du mal, gibt's irgendwas Neues von deinem Vater? Nein.
Die letzte Spur, die sie gefunden haben, war die Kreditkartenabrechnung vom Flughafen in Vancouver. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Aber warum meldet er sich da nicht bei mir? Hey, wenn die Cops schon seine Konten und Karten überwachen, dann mit Sicherheit auch deine Mails und Telefonate. Er wird sich schon melden, wenn sich alles wieder beruhigt hat. Frau Schulz, schließen Sie die Tür. Setzen Sie sich. Also? Bitte? Erzählen Sie. Was wollen Sie denn hören? Naja, ich würde schon gerne wissen, woher Sie die Informationen haben und vor allem, was Sie damit bezwecken. Informationen? Bezwecken? Naja, offenbar hatten Sie das große Bedürfnis, sie mit mir und der ganzen Belegschaft zu teilen, ne? Zu teilen. Verstehe, jetzt verlässt Sie doch der Mut. Hm? Kommen Sie, es muss doch irgendwie einen Grund geben, warum Sie den Mann so dermaßen denunzieren. Jetzt wird's unheimlich. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie sprechen. Sehr geehrte Frau von Lahnstein, vielleicht interessiert es Sie, dass Ihr Art Director Tore Hellström in Wirklichkeit Tore Andresen heißt und wegen Fahrerflucht und Trunkenheit am Steuer zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Woher wissen Sie davon? Sie versuchen witzig zu sein, oder? Diese E-Mail wurde von Ihnen verfasst, unterschrieben und an alle Mitarbeiter verschickt. Dana, schön, dass du da bist. Ich wollte dich die Tage schon mal besuchen kommen. Einfach mal rumkommen auf einen Kaffee, wie man das so macht. Aber es wäre mir irgendwie komisch vorgekommen. Außerdem wollte ich dir Zeit geben. Schön. Und wie ist bei dir so gelaufen? Bist du jetzt der Chef von dem ganzen Laden hier? Man soll es kaum glauben, oder? Jetzt tust du genau das, was du niemals wolltest. Stimmt. Aber jetzt tue ich's. Für meinen Vater. Es fühlt sich richtig an. Was haben die anderen gesagt? Sebastian ist schwer enttäuscht. Ich hoffe, das gibt sich. Ja. Ich habe die Einkäufe einsortiert von den letzten Wochen. Wir können das hier. Alles Gute zum Geburtstag. Du hast ihn nicht vergessen. Natürlich nicht. Ich habe nichts vergessen. Keinen einzigen Tag mit dir. Hi. Hey, schön, dass du da bist. Willst du auch Kaffee? Gerne. Fehlt's uns. Es ist nicht so einfach. Hm? Man denkt, alles läuft gut, man ist happy. Und auf einmal steht die tote Konkurrenz auf der Matte. Vor ein paar Wochen hätte ich niemals geglaubt, dass wir noch mal zusammen deinen Geburtstag feiern. Glaube ich auch nicht. Ich dachte, zwischen Dana und mir ist alles top. War's ja auch. Bis Hagen das Floß stark klar gemacht hat. Wenn du jetzt denkst, dass ich mehr weiß als du, nein, keine Ahnung. Ich glaube, Dana weiß gerade selbst nicht, wo ihr der Kopf steht. Jessie, du kennst sie am besten. Ja, sie will nichts falsch machen. Niemandem wehtun. Neffe? Weißt du, schon allein der Gedanke daran, dass sie einem von euch sagen muss, das war's jetzt, der bringt sie fast um. Irgendwann wird sie das tun müssen. Jessie, ich will nur wissen, woran ich bin. Eine Tendenz? Tut mir leid, ich glaube, es ist nur Hagen.
Stimmt. Hab ich ganz vergessen. Das war das erste Rennen, was du für uns gewonnen hast. Ja. Dionysos, geritten von Dana Wolf. Tja, schon verrückt. Manchmal kommt es mir vor, als wäre die Zeit einfach stehen geblieben. Wie eine Uhr, die man einfach anhält. Die dann jemand wieder zum Schlagen bringt. Ja, und alles, was dazwischen war nur ein schlechter Traum. Aber es war kein Traum. Nee, das war es nicht. Ich will dich nicht länger aufhalten. Du hast bestimmt eine Feier geplant, Geschenke. Nee, wir haben schon gefeiert in der WG mit Kaffee. Andi hat mir einen Flaschenöffner geschenkt. Ja, das ist natürlich kaum zu toppen. Nee. Ja, schön, dass ich dir gratulieren konnte. Also dann, lass dich schön feiern von deinen Lieben und genieß deinen Tag. Werd ich. Ich war das nicht. Ich habe das nicht geschrieben. Mhm. Wer denn dann? Ich weiß es nicht. Wer außer Ihnen wusste denn noch von dem geheimnisvollen Vorleben des lieben Hellström, alias Andresen? Nur ich. Er hat sich nur mir anvertraut. Ganz schön hinterhältig, Frau Schulz. Echt, das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Das kann nicht sein. Naja, was auch immer Sie damit bezweckt haben, Sie haben die E-Mail an den großen Verteiler geschickt. Das heißt, ich werde darauf reagieren müssen. Was heißt das? Wir werden prüfen, ob Hellström mit dieser Vita noch tragbar für LCL ist. Nein, bitte, das dürfen Sie nicht. Mhm. Wie stellen Sie sich das vor? Ich weiß nicht. Schreiben Sie eine Mail, dass das ein Irrtum war, dass das alles gar nicht stimmt und dass sich da jemand einen bösen Spaß erlaubt hat. Ja, Sie. Ganz ehrlich, Sie haben eine eigenwillige Art von Humor. Hören Sie. Herr Hellström, der hat das alles jahrelang verdrängt. Und er ist jetzt endlich bereit, sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt hat er ja auch keine andere Wahl, ne? Nein, bitte, er darf hiervon nichts erfahren. Trinken Sie, Frau Schulz? Was? Nein, wieso? Sie haben diese E-Mail an alle Mitarbeiter geschickt. Also auch an Hellström. Was ist das denn? Sebastian! Warte mal. Ich muss mit dir reden. Jetzt nicht. Du bist dafür verantwortlich, dass mein Vater verschwunden ist. Du wirst mit mir reden. Dein Vater ist verschwunden, weil er sich andernfalls wegen versuchten Mordes verantworten müsste, okay? Dafür gibt es keinerlei Beweise. Er hat's mir gestanden. Ach ja? Wann denn? Als du ihn von der Klippe gestoßen hast? Ich habe ihn nicht... Das war ein Unfall. Vielleicht ist er verletzt oder sogar tot. Tote kaufen nicht 2 Tage später an einem kanadischen Flughafen Whisky und Zigarren. Wenn es jemand anderes war, vielleicht hat ihm ja jemand die Kreditkarte gestohlen. Um dann ausgerechnet nach Kanada zu fliegen und exakt die gleichen Marken zu kaufen, die dein Vater auch immer kauft? Kim finde ich damit ab. Ansgar ist nicht tot. Er ist nur zu feige, sich seiner Verantwortung zu stellen. Jetzt geh schon ran, bitte. Hey, ich weiß nicht, ob du heute schon deine E-Mails gelesen hast. Falls nicht, dann warte bitte, bis ich mit dir gesprochen habe. Und falls doch, dann ruf mich an, bitte. Caro? Ich habe sie gelesen. Ich habe das nicht geschrieben.
Warum solltest doch ausgerechnet du solche Lügen über Tore verbreiten? Ich meine, es müssen Lügen sein, sonst wüsste ich davon. Tore und ich kennen uns seit Ewigkeiten. Wir sind ein Paar. Niemand wusste davon. Also außer die damals dabei waren, natürlich. Aber du warst damals nicht dabei. Nein. Woher willst du dann wissen, dass es war's? Weil Tore es mir erzählt hat. Ja, ich bin zufällig drauf gestoßen und habe ihn gefragt. Und ja, erst wollte er nichts davon wissen, aber dann hat er mir alles erzählt. Hat er das? Ja. Er hat es mir im Vertrauen gesagt. Er braucht Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe ihm versprochen, es niemandem zu sagen. Nicht einmal dir. Da hat er wohl der Falschen vertraut. So, ist doch schön. Also da ist noch genügend Platz zum Tanzen und alle können sich... Ricardo? Ja, ich habe Jessie heute bei LCL besucht und sie hat gefragt, ob ich Zeit habe. Ja, ist doch okay, dass Ricky da ist, oder? Ich dachte, weil Maxi ihn so vermisst. Der wird sich bestimmt freuen, dich zu sehen. Außerdem hat Ricky spanische Klopse mitgebracht. Albondigas. Das sag ich doch. Schön, dass du da bist. Ihr habt's ja echt toll dekoriert. Braucht ihr noch Hilfe? Ja. Kartoffelsalat muss gemacht werden, Brot muss geschnitten werden. Natürlich nicht. Also wie wär's, wenn du dir ein Bad einlässt und während Jessie und ich hier alles vorbereiten? Wir brauchen doch noch Hilfe. Weil sie heute Geburtstag hat. Apropos. Stimmt. Happy Birthday. Komm, ich stell dir mal in die Vase. Die sind schön. Von wem sind die denn? Hagen. Ich habe ihn zufällig im Gestüt getroffen und da hat er mir gratuliert. Komisch, ich dachte, wenn wir uns nicht sehen, dann seht ihr euch auch nicht. Aber das war wohl ein Missverständnis, ne? Es war nur ein Zufall. Ehrlich. Na du? Hey, was machst denn du schon hier? Wieso? Wir haben doch abgemacht, dass du mitkommst, wenn wir Marlene vom Flughafen abholen. Ja, aber das ist ein bisschen früh, oder? Zu früh? Im Gegenteil, es ist schon viel zu spät. Weißt du, was da draußen los ist? Okay, gib mir 2 Minuten, dann bin ich fertig. So. Ach so, Kommissar Hemke war hier. Und? Er glaubt, dass Ansgar sich versteckt, weil die Polizei ihn hier sucht. Und Sebastian behauptet das auch. Ganz ehrlich, die sind doch nur alle froh, dass er verschwunden ist. Kein Schwein interessiert sich wirklich, wie es ihm geht. Naja, ist ja nicht gerade so, dass Ansgar von Lahnstein ein unbeschriebenes Blatt wäre. Also glaubst du auch, dass er Frieda Hansen dieses Schlafmittel gegeben hat? Weiß ich nicht, aber Aber? ganz ehrlich, vielleicht wäre es auch richtig, wenn Ansgar mal den Kopf eine Weile unten hält. Ja, komm schon. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst. Aber ich bin sicher, Ansgar sitzt jetzt irgendwo auf der Terrasse eines fetten Blockhauses, pafft eine schöne Zigarre und lässt sich einen guten Whisky schmecken. Warum hältst du das für so unwahrscheinlich? Nach all dem, was er im letzten Jahr erlebt hat? Der Mann hat alles verloren, was ihm was bedeutet hat. Jetzt muss er sich was Neues suchen. Also bedeutet ihm nichts. Schatz, so habe ich das nicht gemeint. Aber so fühlt sich's an. Vielleicht hat er wirklich Angst, dass alles auffliegt und er festgenommen wird. Selbst wenn er angeklagt wird, die können ihm doch gar nichts beweisen. Und in 0, nix ist er wieder draußen.
Genau davor hat er wahrscheinlich Angst. Wovor? Dass er ein freier Mann ist? Nein, dass er unschuldig ins Gefängnis kommt und das wäre ja nicht das erste Mal. Ach, stimmt. Naja. Die Berg hat ihn ja auch schon angeklagt. Er hätte ihren Vater und seine Verlobte umgebracht. Ja. Und es war wirklich die Hölle für ihn. Aber diesmal gibt's niemanden, der gegen ihn aussagt. Das ist eine reine Ermittlung der Staatsanwaltschaft. Stimmt nicht. Na, die Hansen. Was? Die behauptet doch, dass Ansgar ihr das Schlafmittel gegeben hat. Ach ja? Das ist es. Was ist was? Ja, wenn sie ihre Aussage zurückzieht, dann kann Ansgar wieder herkommen. Jessie ist noch im Bad. Das kann dauern. Ja, ist doch gut, dann haben wir endlich mal Zeit für uns. Was läuft da zwischen dir und Hagen? Nichts. Ehrlich. Du sagst, du brauchst Abstand, und das verstehe ich auch. Und ich melde mich nicht bei dir, obwohl es mich fast umbringt. Aber ich denke die ganze Zeit an uns und auch an euch. Und ich weiß nicht mal, ob ich zu diesem Geburtstag überhaupt eingeladen bin. Natürlich bist du das. Was für eine Frage. Ja, woher soll ich das wissen nach all dem, was in letzter Zeit passiert ist? Kannst du nicht verstehen, dass mich das völlig aus der Bahn wirft? Ich habe gedacht, Hagen ist tot und plötzlich steht er wieder in der Tür. Kannst du nicht verstehen, dass das mich auch völlig aus der Bahn wirft? Ich wollte dich nämlich heiraten. Du sagst, du brauchst Abstand, aber gilt das nur für uns oder gilt das auch für Hagen und dich? Ricardo. Ich will nur wissen, wofür ich zurückstecke. Mach ich hier Platz, damit du dich in aller Ruhe mit ihm treffen kannst? Nein! Ich arbeite im Gestüt. Hagen ist mein neuer Chef. Wir laufen uns zwangsläufig über den Weg. Das stört dich natürlich auch nicht. Nein, natürlich nicht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er wieder da ist und dass ich ihn wieder jeden Tag sehen kann. Hagen war mein Mann. Wir waren verheiratet. Kannst du nicht verstehen, dass ich ein bisschen Zeit brauche, um mir über meine Gefühle klar zu werden? Kannst du nicht verstehen, dass ich in etwa wissen müsste, wie viel Zeit? Du sagst, du brauchst Abstand, du sagst, du brauchst Zeit. Gut. Seit er wieder da ist, steht alles in Frage. Was mit uns ist, unsere Hochzeit, unsere Zukunft. Ich hänge in der Warteschleife und das fühlt sich scheiße an. Ich weiß. Jana, ich liebe dich und ich möchte mit dir zusammen sein. Ich weiß. Und meine Gefühle für dich haben sich auch nicht geändert. Aber die Gefühle für Hagen sind wieder hochgekocht. Und sie sind stärker, oder? Ich habe versucht, dich zu erreichen. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Was ich vorhin gesagt habe, wegen der Mail, das gilt immer noch. Also bitte warte einfach auf mich. Caro! Hey. Hey. Alles okay? Sorry, aber ich muss dich jetzt was fragen. Ich weiß, dass du eigentlich nichts damit zu tun hast, aber Vicky und du, ihr seid die Einzigen, die davon wissen. Okay, Gedanken lesen kann ich noch nicht. Hast du die Mail verschickt von meinem Account aus? Was denn für eine Mail? Tut mir leid, vergiss es einfach. Nee, jetzt sag mal, was denn für eine Mail? Ich habe dir doch erzählt, dass Tore damals in New York jemanden angefahren und Fahrerflucht begangen hat. Ja, und dass er dafür im Knast war und sich nie beim Opfer entschuldigt hat. Genau. Und bislang hat er mich immer weggestoßen, wenn ich ihn drauf angesprochen habe. Aha. Ja, und gestern hat er zum ersten Mal alles eingestanden. Seine ganze Schuld und alles, was er jahrelang verdrängt hat. Das ist doch gut. Ja, ist es. Aber heute hat jemand bei LCL eine Rundmail verschickt und Tores Geheimnis offiziell gemacht. Wie hat er reagiert? Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Ich habe Angst, dass er jetzt komplett dicht macht. Wer macht sowas überhaupt? Ich. Hä? Irgendjemand muss sich wohl in meinen Account eingehackt haben und von dort aus die Mail verschickt haben. Und jetzt hast du Angst, dass er denkt, du hättest ihm verraten. Und warum sollte er sowas von dir denken? Du hast recht. Ich muss mit ihm reden. Viel Glück.
like it here, can I stay? Said I like it here, can I stay? Do you have a vacancy for a back scrubber? Call me morbid, call me pale. Spent too long on your trail. Ist es wahr, was Caro über dich geschrieben hat? Ich verstehe das nicht. Woher wusste sie denn davon? Ich hab's ihr erzählt. Aber warum denn ihr und nicht mir? Eigentlich wollte ich es überhaupt niemandem erzählen. Ich wollte das Ganze vergessen und hinter mir lassen. Ich verstehe das nicht. Wenn du das alles vergessen wolltest, warum hast du denn an Caro davon erzählt? Sie hat den Hinweis entdeckt. Und dann hat sie immer weiter nachgebohrt. Sie hat gemeint, dass mir das helfen würde, mich damit auseinanderzusetzen, mich damit auszusöhnen. Das hört sich nach meiner Schwester an. Jetzt verstehe ich auch, warum sie diese Mail geschrieben hat. Ja. Caro war immer schon so. Die konnte es nie ertragen, wenn jemand ein Geheimnis hatte. Sie wollte immer über alles reden und alles ausdiskutieren. Weißt du, einmal mit 15 habe ich mich nachts aus dem Haus geschlichen, weil ich meinen Freund treffen wollte. Ich hatte Caro gebeten, Biggie davon nichts zu sagen. Sie, ist mir tagelang in den Ohren gelegen. Mich so genervt, bis ich schließlich eingewilligt habe, Biggie alles zu gestehen. Aber ich wollte den Zeitpunkt bestimmen. Und? Hättest du es Biggie erzählt? Vielleicht. Weiß ich auch nicht mehr. Spielt auch am nächsten Morgen überhaupt keine Rolle mehr. Caro hat ja schon alles erzählt. Ich glaube, die hat sogar ein Buch darüber geführt, wie lange ich Caro war. Aber weißt du, meine Schwester, die meint das ja nicht böse. Die dachte einfach nur, dass ich einen kleinen Schubs brauche. Ich vertraue meiner Schwester ein Geheimnis an und sie stellt sich mit dem Rücken an die Wand. Bis du keine andere Wahl mehr hast, als es vor allen einzugestehen. Alles Liebe zum Geburtstag. Oh, danke schön. Hier, ist nur eine Kleinigkeit. Vielen Dank. Wobei, das schönste Geschenk hast du ja schon bekommen. Soll ich das mal wieder abnehmen? Nur leider nicht, was ich damit anfangen soll. Das wirst du schon noch rausfinden. Schatz, du musst Ricardos Klöße probieren. Die sind der Hammer. Hey, das Buffet wird erst eröffnet, wenn alle Gäste da sind. Aber dann ist nichts mehr übrig. Ich gehe schon. Hallo! Ich kann's nicht glauben. Ich hatte solche Sehnsucht nach euch. Sie ist extra deinetwegen aus L.A. gekommen. Ich habe sie gerade vom Flughafen abgeholt. Oh, ist das schön. So, jetzt möchte ich das Geburtstagskind aber auch mal drücken. Ja, warte. Okay. Alles Gute zum Geburtstag, Schatz. Oh, danke, Papa. Das ist für dich. Danke. Na komm, jetzt erzähl mal. Wie geht's dir? Hallo? Gut. Hey. Klang jetzt gar nicht mal so überzeugend. Sag bloß, ihr habt Stress. An deinem Geburtstag? Vielleicht sollte ich ja mal ein Wörtchen mit dem Herrn Doktor reden. Papa? Hast du Marlene noch nichts? Nein. Was ist? Es gibt wirklich Neuigkeiten. Ich mach schon auf. Hallo. Ich schaue später noch mal vorbei. Danke. Hast du gehört? Wenn du weiter so schön zunimmst, können wir bald nach Hause. Tut mir leid, ich wollte nicht stören. Was tun Sie hier? Ich wollte nur kurz mit Ihnen sprechen. Wenn es um Ihren Vater geht, dann gibt es hier nichts zu sprechen. Bitte hören Sie mir nur einen Moment zu. Ich möchte, dass Sie Ihre Anzeige gegen meinen Vater zurücknehmen.
Ja, wegen Ihrer Anzeige wird mein Vater jetzt von der Polizei gesucht. Und ich vermisse ihn. Ich brauche ihn verdammt noch mal. Ich glaube, Sie wissen nicht ganz, was Sie da von mir verlangen. Ihr Vater hätte fast mein Kind getötet. Selbst wenn er Ihnen dieses Schlafmittel gegeben haben sollte, was ich nicht glaube, dann wollte er Sie nie in Gefahr bringen. Schon gar nicht Ihr Baby. Ja, ich weiß, mein Vater ist kein Engel, aber wissen Sie, er hat es in den letzten Monaten so schwer gehabt. Seine Verlobte wurde ermordet. Und er saß dafür wochenlang unschuldig im Gefängnis. Ach, und das rechtfertigt, was er uns angetan hat, ja? Mein Vater ist kein schlechter Mensch. Und er liebt Kinder. Er wollte Ihrem Baby nie etwas antun. Doch, das hat er aber getan. Ich verstehe, dass es für Sie schwer ist, das zu begreifen. Sie sind seine Tochter. Aber es gibt Beweise. Und die sind eindeutig. Ich kann diese Anzeige nicht zurückziehen und ich will das auch nicht mit Ihnen diskutieren. Ihr Vater ist ein erwachsener Mann. Er muss sich für das, was er getan hat, selber verantworten. Aber es ist doch nichts passiert. Ihnen geht's gut, Ihrem Baby geht's gut, Sie sind zusammen, der Kleine ist gesund. Was haben Sie dann davon, wenn Sie meinen Vater vor Gericht ziehen? Sie müssen nur das hier unterschreiben. Was ist das? Eine Erklärung, dass Sie das Schlafmittel selbst genommen haben. Letzten Endes hat mich ein chinesischer Frachter aufgenommen und 3 Wochen später war ich in Rotterdam. Und seit wann bist du jetzt schon hier? Eine Woche. Hammergeschichte. Dass Sie das ausgehalten haben? Muss hart gewesen sein. Ja, war wirklich nicht einfach. Was gibt einem denn die Kraft, sowas durchzustehen? Na, Instinkt, Überlebenswille. Der Mensch ist ein Tier. Ja, da ist schon was dran an dir, aber es gibt noch einen anderen Antrieb für Menschen. Die Sehnsucht nach den Menschen, die man liebt, von denen man hofft, dass sie ja nicht aufgegeben haben. Ja, vielen Dank für diese sehr, sehr unterhaltsame Geschichte. Aber wir wollen doch alle mal nicht vergessen, dass es Danas Geburtstag ist, den wir hier feiern, ja? Ricardo hat recht. Komm, Dana, jetzt pack mal deine Geschenke aus. Stimmt. Guck mal, das ist von mir. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du es als erstes aufmachst. Okay. Hey, du hast ja voll die langen Haare bekommen. Ja. Also, Frieda hat sich geweigert zu unterschreiben. Kann ich, um ehrlich zu sein, verstehen. Ja, ich ja auch. Warum meldet sich Papa nicht bei mir? Wahrscheinlich hat er einfach nur ein schlechtes Gewissen. Ich vermisse ihn so. Weißt du, egal wie man es dreht oder wendet, Ansgar hat Scheiße gebaut. Ziemliche Scheiße sogar. Ja, ich weiß. Und ich will nicht, dass du dich da noch weiter mit reinziehen lässt. Du hast versucht, ihm zu helfen, du hast es nicht geschafft und jetzt solltest du einen Haken dran machen und dein Leben weiterleben. Aber weißt du, ich muss die ganze Zeit an ihn denken. Wo er ist, was er macht. Ich glaube, es wird einfach Zeit, dass du mal wieder an dich denkst. Ja, ich versuch's, aber... Naja, wahrscheinlich braucht er meine Hilfe gar nicht. Hallo? Hallo? Du hast die Mail schon gelesen? Gleich nachdem du sie abgeschickt hast. Ich war das nicht. Ich habe diese Mail nicht geschrieben. Ich weiß nicht, wer das war.
Bitte, du musst mir glauben. Warum sollte ich sowas tun? Vielleicht, weil du immer schon der Ansicht warst, dass man mit seinem Problem offensiv umgehen soll? Was? Oh, wieder diese Geschichte, wie du dich nachts davongeschlichen hast. Du hast Biggie angelogen und mich mit reingezogen. Außerdem war dein Freund über 20 und du warst 15. Und das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Du musst dir überhaupt nichts mehr erklären. Aber ich... Caro, geh einfach. Nein, bitte. Komm, Caro, lass es gut sein. Hallo. Scheiße hier. Wow. Das habt ihr ganz alleine gemacht? Naja, gut, eigentlich mehr Bella. Es ist natürlich eher was für Maxi, aber vielleicht hast du ja auch Spaß. Ich find's großartig. Dankeschön. Ich hatte als Kind auch so einen Drachen. Das ist schön, dass mein Sohn jetzt auch mit sowas spielen kann. Ja. Und jetzt kommt mein Geschenk. Oh, die Karte zuerst. Das ist bestimmt ein Gutschein für eine Fußmassage. Konzertkarten. Karten. Jetzt spann das nicht so auf die Folter. Jetzt sag schon. Ricardo schenkt mir, Jessie, uns und Maxi ein Wochenende in einer Hütte. In einer wunderschönen, romantischen Hütte fernab von jeder Zivilisation mit ganz viel Zeit für uns. Cool. Wow. Boah, ist der groß. Das ist wunderschön. Ich habe auch noch was für dich. Mal Hand auf den Augen zu. Was wird das denn jetzt hier? Ich glaube, da markieren 2 ihr Revier. Jetzt auf. Das ist unser Ehering. Er gehört dir. Immer noch. Ich habe die Ringe vergraben. Ja, ich weiß. Sie ist nicht mehr deine Frau. Doch, das ist sie. Ich bin ihr Mann.